Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde, heute zu einem nächsten Testvideo hier auf tt-test.de. Wir sind hier in einer sehr, sehr geilen Location. Das haben wir dem Ping-Pong-Park in Berlin zu verdanken. Schaut euch bitte diese moderne und coole Location an. Das ist in Berlin echt einmalig. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Bestes Licht, bester Boden und beste Tische. Und man kann hier sogar tagsüber trainieren. Checkt das unbedingt aus, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und die waren auch so freundlich, uns neben der tollen Einrichtung auch den Belag zu stellen. Und dafür ein großes Dankeschön, deswegen gerne abchecken. Und jetzt würde ich sagen, testen wir für euch. Der Vibe von Andro ist seit 2024 auf dem Markt. Er ist mit einem Tensorschwamm in der Härte 45 Grad ausgestattet. Es gibt noch die 5 Grad weichere Variante, den Vibe SFX. Das Obergummi ist griffig, aber nicht klebrig. Man kann ihn in den Farben Rot und Schwarz in den Schwammstärken 1,8 mm, 2 mm und Max erwerben. Ich habe die maximale Variante zum Testen in Schwarz ausgewählt. Preislich ist er ab 38 € online erhältlich. Die Vibe-Serie soll einen Mittelweg zwischen den GTT-Belegen und der Hexer-Reihe von Andro sein. Er soll die Schlagsicherheit verbessern, ohne dabei an Spin und Tempo einzubüßen. Im Gegensatz zu den New Zone-Belegen von Andro richtet sich dieser Belag eher an Anfänger bis leicht fortgeschrittene Spieler. Die Grundschläge mit dem Belag haben mir sehr gut gefallen. Ich hatte einen schönen Spin, die Bälle waren kontrolliert, ich habe gemerkt, wie der Ball jedes Mal in den Belag eindringt und der Tensor-Effekt zur Geltung kam. Ich habe allerdings auch schnell gemerkt, dass der Belag bei satt getroffenen Topspins an seine Grenzen kommt. Durch den relativ weichen Schwamm ist der Ball öfters bis auf mein Holz gesunken und hat dadurch an Power verloren. Die feiner getroffenen Spinbälle haben beim Einspielen aber super funktioniert. Am meisten hat mich der Belag beim Aufschlag überzeugt. Der Ball sinkt wunderbar in den Belag, dadurch lässt sich sehr, sehr viel Spin erzeugen und der Aufschlag bleibt trotzdem sicher. Beim Rückschlag musste ich mich zu Beginn erstmals an das langsamere Tempo des Belags gewöhnen. Oft sind mir beim Kurzlegen die Bälle ins Netz gefallen, wie auch beim langsamen Blocken. Die Eröffnungsbälle auf Unterschnitt haben mir sehr gut gefallen. Auch hier gilt, mit mehr Spin und feinerem Balltreffpunkt kommt man zum Ziel. Der Belag vermittelt ein schönes Feedback und verzeiht kleine Fehler im Timing. Auch ist es nicht so gravierend, wenn man den Ball nicht im Sweet Spot des Schlägers trifft. Im offenen Spiel muss ich sagen, dass mir die Eigendynamik des Belags gefehlt hat. Der Belag erzeugt zwar einen Katapulteffekt, aber dieser ist deutlich geringer als bei meinen eigentlichen Belegen. In der Halbdistanz hatte ich die größten Probleme, da ich hier die kraftvollsten Topspins spiele mit dem sattesten Balltreffpunkt. Da ich es gewöhnt bin, bei Topspins und auch Blocks mit einem satten Balltreffpunkt zu spielen, sind mir doch einige Bälle ins Netz geflogen. Das kommt dadurch, dass der Ball beim Balltreffpunkt auf meinem Schläger bis zum Holz vordringt, der Ball versumpft quasi und die Power vom Schlag kann sich nicht auf den Ball übertragen. Ich müsste allgemein weicher spielen, aber dann verlieren meine Schläge an Gefährlichkeit und das funktioniert auf meinem Niveau nicht so richtig. Für wen ist denn der Belag jetzt eigentlich geeignet? Ich glaube, dieser Belag ist für viele Spieler sehr, sehr gut geeignet. Diese Spieler sollten Folgendes mitbringen. Sie sollten nicht so kräftige und schnelle Schläge haben, denn dann sinkt der Ball nur sehr selten bis zum Holz ein. Außerdem sollten sie auf einem Niveau spielen, wo sie nicht allzu powervolle Topspins parieren müssen und sie sollten eher tischnah spielen. Dann funktioniert der Belag wunderbar. Er erzeugt eine tolle Flugkurve mit viel Spin und großer Sicherheit und kann stark dazu beitragen, dass die Topspins allgemein sicherer und vielleicht sogar an Qualität gewinnen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ebenfalls klasse mit 38 € pro Belag. Abschließend würde ich sagen, dass das meiner Meinung nach ein super Belag für Kinder ist, da sie in der Regel alle Anforderungen erfüllen. Aber natürlich funktioniert der Belag auch sehr gut bei Erwachsenen, man sollte aber die genannten Punkte beachten. Und das war's auch schon wieder von mir. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!
Kriegt der den noch zweimal?